Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. In der heutigen Folge möchte ich euch ein Stück von London Bridge Trading vorstellen, und zwar das Modell 1195J West H-Gear Rifleman Grenadier Riverine Jungle Naval Special Warfare. Das ist die komplette Abkürzung für dieses gute Stück. Der Grundbaustein liegt quasi auch, wie ich schon mal erwähnt habe, bei dem Blackhawk-Modell auf dem Ephod-Harness der Israelis. Diese Art von Westen, habe ich auch schon erzählt, gab es halt auch schon deutlich früher als dieses Modell. Das ist jetzt eine Ausführung der späten 90er mit den fest aufgenähten Taschen. Davor gab es modulare Systeme mit Alice-Verbindungsstücken. Ende der 90er Jahre gab es dann solche Lösungen. Die sind auch noch getragen worden in den frühen Phasen des Global War on Terror, auch ein bisschen später noch von einigen Einheiten, aber so die Hochphase ist so Ende 90er, frühe 2000er. Von der Version 1195 gibt es noch ganz verschiedene Ausführungen. Wir fangen heute mal mit dem Modell J an. Was ich hier habe, die Gunner-Version, Modell K habe ich auch noch. Das mache ich aber in einem separaten Video, vor allem weil es da ein paar mehr Referenzfotos gibt, die man sich gut angucken kann, und sonst wird das Video wieder zu lang, und deswegen habe ich das einfach mal getrennt. Die sind zwar in vielen Punkten identisch, aber ich gehe dann in dem anderen Video einfach nur auf die Punkte ein, die sich unterscheiden oder wo nochmal die Belegung der Taschen eine andere ist. Wer hat dieses gute Stück denn getragen? Für wen wurde es hergestellt? Wir haben es schon im Namen gehabt, NSW, Naval Special Warfare. Und zwar ist das ein Ausrüstungsstück für die Navy Seals. Der Name gibt auch schon her, wofür primär das Ganze gedacht ist. Und zwar für den Rifleman oder den Grenadier als Beltkit. Die Zusatzbezeichnung Riverine und Jungle gibt halt nochmal vor, dass es hier bei einem Ausrüstungsstück handelt, was sehr wahrscheinlich wieder Auftriebskörper mit drin hat. Und zwar hat es natürlich auch gerade im Dschungel in Gebieten, die sehr gewässerflussdurchzogen sind. Denken wir mal an ganz früher so eine Vietnam-Geschichten etc., wo man einfach eine gewisse Art von Auftriebsmöglichkeit braucht, um mal eben einen kleinen Fluss oder sowas mit der gesamten schweren Ausrüstung zu durchqueren. Und genau für solche Sachen waren die ursprünglich mal konzipiert. Gibt es natürlich auch in Wüstenvariante, die hat genauso die Auftriebskörper, halt eine andere Farbe, unterscheidet sich sonst nicht, weil die natürlich auch so in heißen Klimazonen dennoch genutzt wurden. Natürlich ist dieses gesamte System schwer, trägt natürlich ordentlich auf, bulky, wie man das so schön sagt, ist im Dschungel aber natürlich nicht so das größte Problem. Klar ist da ein dichter Bewuchs und man muss sich da seine Schneisen schlagen, aber da kommt es am Endeffekt dann nicht drauf an, wie fett das auftragend ist. Ne? Man sieht auch noch bei einer alten Discovery Channel Doku ganz schön, wie Seals mit solchen Systemen, man kann schlecht, also in der Qualität, in dem mir das vorliegt, schlecht erkennen, um welches Modell es sich genau handelt, aber dieses H-Harness-System mit den Taschen dran ist da sehr weit vertreten in dem Dschungelbereich und auch in dem Videobereich, wo es um die Maut-Exercise geht, also das Training im urbanen Gelände. Auch dort sieht man solche Systeme. Man sieht das gute Stück nicht nur bei den Navy Seals, sondern auch noch bei der Navy Mobile Security Force. Blende ich auch noch mal ein Bild von ein. Also quasi Personal, was die Schiffe etc. Beschützen soll, gerade in Hafengebieten und so weiter. Die haben diese Systeme auch noch bekommen. Ansonsten international habe ich dieses gute Stück, also die Rifleman-Ausführung, noch gesehen beim türkischen SAT. Das sind deren Kampfschwimmer, die auch genau das Modell von London Bridge Trading genutzt haben. Nochmal kurz primär den Fokus auf die Navy Seals. Man sieht das gute Stück auch noch ein bisschen später als die frühen 2000er, dann aber nur noch vereinzelt. Wir haben noch ein schönes Referenzfoto von einer Demo-Show, also quasi sowas, einfach eine Vorführung. Und da kann man auch ganz gut erkennen, da ist auch dieser Boonie dran angelegt, hier mit den Riggerbands, um noch Tarnmaterial etc. durchzuschlaufen. Dann gehe ich jetzt noch mal ganz kurz auf die Rückseite, auf ein essentielles Teil. Und zwar haben wir hier, da kommen wir später noch zu,
die Halterung für die Flossen. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die damals angebracht wurden. Hier ist jetzt eine davon. Das ist natürlich auch so ein typisches Seal-Ding. Der ganze Harness wird halt mitgeführt. Man schwimmt damit an den Strand. Dort werden dann die Flossen ausgezogen und dann wird weiter im Land vorgedrungen. Und so können halt hier die Flossen mitgeführt werden, wenn kein besonders großes Gepäck gebraucht wird. Ansonsten werden natürlich die Flossen ans Gepäck gebaut. Aber so habe ich halt wieder ein Kampfsystem oder ein Tragesystem, um eine gewisse Zeit zu kämpfen, um so und so viele Stunden auszuharren. Wir haben noch den Buttpack mit dran, da kommen wir mal nachher im Detail zu, um halt dieses ganze Equipment, was ich eben vielleicht für eine schnelle Aktion mal eben brauche. Das Ganze kennen wir noch vom Vietnamkrieg, wie dort die SEALs eingesetzt wurden, und auch da spiegelt sich das so ein bisschen wieder. Dann schauen wir uns das Ganze einmal im Detail an. Wie ihr schon seht, der Platz auf dem Tisch reicht gar nicht wirklich aus, aber ich hoffe, ich kriege das hier mal so gezeigt, dass es irgendwie passt. Gerade alles ein bisschen eng mit dem Stativ etc. Aber wir machen das Beste draus. Und zwar haben wir vorne einfach die Fastex-Verschlüsse, um das ganze System zu schließen. Danach folgen zwei 3er M4, M16 Magazintaschen. In der London Bridge Trading Beschreibung ist es so, dass die Tasche mit dem Fastex-Verschluss auch dafür gedacht ist, um ein Funkgerät aufzunehmen. Die wird nur mit Klett geschlossen, die mit Klett und mit dem Fastex-Verschluss. Im Inneren haben wir nochmal einen Gummizug, der ist in beiden drin, um das Ganze wieder zu komprimieren. Als nächstes haben wir die Kampfmitteltasche, nenne ich es mal, hier in diesem Rifleman-Setup. Kann natürlich auch genutzt werden, um noch Munition für die Maschinengewehrschützen mitzuführen. Aber hier ist die Besonderheit, dass hier ein Einsatz drin ist. Der ist auf jeden Fall bei den frühen Maschinengewehrversionen nicht drin, weil da war die Tasche wirklich nur für Maschinengewehrmunition. Aber da das hier die Rifleman Grenadier Ausführung ist, haben wir hier diesen Einsatz, dieser Gummilippe, um reinzugreifen, neue 40 mm Granaten rauszuholen oder Handgranaten etc. und diese dann einzusetzen. Kann halt hier raus, ich glaube, der ist sogar falsch schon eingesetzt gerade, aber egal, kann rausgenommen werden oder halt eben modular wieder reingeklickt werden. Mit Klett verschlossen. Obendrauf haben wir noch eine Tasche für Kompass, Verband, Strobe Light, was man auch immer so noch zusätzlich braucht. Dann haben wir als nächstes die Canteen Pouch, also die Feldflaschentasche. Hier ist auch gerade eine Feldflasche drin, hier oben noch mit so einem elastische Schnur, die ist auch wieder komprimiert mit Fastex verschlossen. Der Boden ist aus Mesh, damit Wasser schnellstmöglich ablaufen kann. Und hier haben wir noch eine Kletthalterung. Die ist offiziell zur Aufnahme von einer M18 Rauchgranate hier festgeklettet wird und irgendwie befestigt wird. Habe ich aber noch nicht wirklich gesehen, dass das jemand so unbedingt gemacht hat. Ich glaube, die fallen auch relativ schnell dann mal raus. Aber gut. Dann geht es weiter. Das Buttpack auf beiden Seiten, eine Tasche für die Signalrakete. Hier ist jetzt eine abgeschossene drin. Das ist dann nur noch die Hülle. Kann auch nichts reaktiviert werden oder so. Ist halt leer. Hier in dem Fall eine M125A1 Signalillumination Green Star Cluster. Dann kommen wir zum Buttpack. Im Inneren des Deckels haben wir hier normalerweise noch Straps, also hier sowas mit Gegenstück vernäht, um im Deckel nochmal was zu befestigen. Hier wurde das rausgetrennt, gern genommen, um hier nochmal eine Claymore oder sowas festzumachen oder eben einfach nur Regenbekleidung aufrollen, festmachen. Wenn ich sie brauche, Deckel auf und dann ist sie gleich darunter. Im Inneren haben wir hier diesen Einsatz, wo wir mit Schnur das Ganze zuziehen können, je nach Bedarf, damit nichts rausfällt. Und dann ist hier einfach nur noch ein großes Fach, um irgendwas mitzuführen. Und auch hier können wir nochmal das Ganze zuziehen. Die
Andere Seite ist fast identisch. Wir haben wieder die Feldflaschentasche mit der Aufnahme für die M18. Dann eine weitere Utility-Kampfmitteltasche, wie auch immer. Aufbau auch identisch. Auch hier haben wir wieder, hier ist richtig rum eingesetzt, das Inlay. Auch hier haben wir wieder das Inlay halt, was reingeklickt oder rausgeklickt werden kann. Die Tasche hier oben drauf unterscheidet sich. Auf der anderen Seite hatten wir eine mit Druckknopf. Hier haben wir eine mit Klett. Und auch hier wieder, je nachdem, Strobe Light etc., alles ungefähr diese Größe, ein Tool, was auch immer man gerade so braucht. Dann haben wir hier an der Seite noch die Tasche für die Taschenlampe. Deckel mit Klett, auch hier vorne die Öffnung, wenn der Lampenkopf halt oben breiter ist, dass die noch reinpasst. Sehr wahrscheinlich irgendeine Taucherlampe etc., die da ganz gut reingepasst hat. Wie auch immer, also gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und hier haben wir einfach nochmal genau identisch wie auf der anderen Seite die M16, M4 Magazintaschen. Hier hinten haben wir angebracht das sieht man nicht, hier hinten haben wir angebracht das Tragesystem. Kann hier eingestellt werden über die ganzen Verbindungen. Das hier ist, wie vielleicht schon am Anfang gesehen, die Halterung für die Flossen. Kann hier versetzt werden, wo man sie auch gerade braucht. Hier hinten haben wir den Drag Handle oder einfach einen Tragegriff. Hier unten drunter ist das London Bridge Trading Label zu sehen. Ja, und hier oben haben wir elastisches Gurtband, um irgendwas durchzufädeln. Auf den Schultergurten, obwohl ich glaube, das gucken wir uns mal lieber so rum an. Von vorne. Dann gehen wir hier nochmal schnell. Hier sind auch noch die anderen Punkte zur Größenverstellung. Hier vorne haben wir noch zwei Slots für Alice Equipment. Hier ist der Brustgurt und hier kann das Verbindungsstück für zum Beispiel das LBT 0990 Spec Ops Backpack, habe ich auch ein Video drüber gemacht, könnt ihr euch nochmal angucken. Da habe ich es, meine ich, auch an einem Beispiel gezeigt, wie das damit verbunden wird. Gibt es auch noch andere Packs, die damit verbunden werden auf beiden Seiten und genau dafür ist das gedacht. Und ansonsten, wenn man hier das Verbindungsstück dran hat, kann man dann hier später den Fastex auch noch mit drunter schieben, wenn man ihn gerade nicht braucht. Dann gibt es noch einen kleinen Blick ins Innere. Und zwar haben wir hier die Flotation Pads drin. Achso, was noch vielleicht ganz interessant ist, wir haben die Taschen auf einen extra Panel genäht, was dann nochmal auf dieses Flotation Panel drauf genäht wurde auf der gesamten Breite. Diese Version hier ist natürlich schon ein bisschen älter. Ich meine von 2001. Die gibt es auch noch mit einer seitlichen Verstellung hier, um das Ganze besser an eine Schutzweste etc. anzupassen. Ich hatte mal eine spätere Version davon, wo das so war. Bei den Blackhawk-Versionen sieht man das auch, die ich habe. Aber bei LBT habe ich dann die ältere behalten. Ich hatte eine M60, also Gunner-Konfiguration, die man hier noch verstellen konnte, die ich auch aktiv genutzt habe. Aber da kommen wir dann im nächsten Video zu. Genau. Ansonsten noch, hier im Bereich haben wir noch eine Metallöse. Das ist so Höhe seitliches Bein auf beiden Seiten. Ich gehe davon aus, dass man da nochmal mit Schnur, irgendeinem Strap was befestigen konnte. Erst dachte ich, okay, wenn das überall ist, dann ist das vielleicht nochmal um notfalls, wenn Plastik bricht, das nochmal anders durchzuschlaufen. Aber das ist nur an diesem. Und da habe ich ansonsten erstmal nichts zu gefunden. Genau, kommen wir nochmal kurz zu den Flotation Pads. Und zwar sind da zwei verschiedene drin, damit ich mir aussuchen kann, wie viel Auftrieb ich gerne hätte. Und zwar sitzt auch ordentlich stramm. Haben wir dann einmal so ein dünnes und nochmal ein etwas dickeres. Und je nachdem, was ich benötige, setze ich halt nur das dünne, nur das dicke oder eben beides ein. Genau, wird mit Klett gehalten. Und das war es dann auch soweit erstmal zum LBT 1195J. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei und dann sehen wir uns. Bis bald. Ciao.